Ja, ich bin Christina Schumann. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet empirische Medienforschung und politische Kommunikation, also als solche dann mit Forschung und Lehre betraut. Und ich bin auch Studienfachberaterin für den Bachelorstudiengang Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft und für den internationalen Masterstudiengang Media and Communication Sciences. Okay, und wie sind Sie zur TU Ilmenau gekommen? Also was ist so ein bisschen der Werdegang? Wie ist die Geschichte? Was hat Sie hierher geführt? Okay, ja, also ich habe in München studiert und bei Jens Wolling meine Abschlussarbeit geschrieben. Und als ich mit meiner Abschlussarbeit fertig war, ist Jens Wolling an die TU Ilmenau gewechselt und so bin ich auch hier gelandet. Und was war der Grund, warum Sie jetzt hier geblieben sind in Ilmenau und nicht vielleicht in München oder so? Das war tatsächlich der Job. Also ich hatte zwar auch die Möglichkeit, in München zu arbeiten, habe aber trotzdem den großen Lacher in Kauf genommen, von München nach Ilmenau umzusatteln, weil mich einfach der Job an der Uni unglaublich fasziniert und interessiert hat. Und so bin ich hier gelandet und habe es auch nicht bereut. Okay, und wie sind Sie jetzt im Speziellen zum IFMK gekommen? Also vielleicht ein bisschen, erläutern Sie ein bisschen, was so Ihre Interessen sind in Bezug vielleicht auf die Forschung. Ja, warum hier und warum genau das? Okay. Ja, also ich bin ja Kommunikationswissenschaftlerin, von dem her liegt es also auch nahe, sozusagen jetzt am IFMK zu landen. Und vom sozusagen Fachgebiet, an dem ich jetzt arbeite, ich befasse mich also ganz stark mit Fragen der politischen Kommunikation und auch der empirischen Medienforschung, also alles, was mit empirischen Datenerhebungsverfahren, Datenanalyse zu tun hat. Das sind meine Fachbereiche und da liegt es sozusagen nahe, jetzt genau in diesem Fachgebiet zu arbeiten. Und wenn das Ganze jetzt nicht funktioniert hätte, was wäre Ihr Plan B gewesen? Gab es da einen oder war das schon so immer Ihr Ziel, in die Richtung zu gehen? Ne, also, witzigerweise, gab es 'n Plan B eigentlich nicht. Es gab ganz lange Zeit nur 'n Plan A, und der lautete, erst mal in 'ne PR-Agentur zu gehen und danach dann in die Unternehmenskommunikation, zu wechseln. Und ich hatte tatsächlich ganz lange überhaupt nicht aufm Schirm, dass man ja auch an der Uni arbeiten kann. Ähm, und ich glaube, das lag aber so 'n bisschen daran, dass ich erst recht spät im Studium begriffen habe, was Wissenschaft eigentlich ist und was sie kann, und was mich daran auch so unglaublich fasziniert. Genau, deswegen war Und das jetzt eigentlich gar nicht so der Plan. dann würde ich gleich mal fragen, was genau fasziniert Sie dann? Also vielleicht auch mal ein Thema nennen, Mhm. wo Sie sich so richtig mit Herzblut, wo Sie dabei sind und ja, was Sie halt am meisten fasziniert an der ganzen Sache. Okay, also wenn Sie mich nach 'nem konkreten Thema fragen, dann befasse ich mich momentan ganz stark mit der Frage, ähm, ab wann eigentlich bestimmte Nachrichtenthemen nerven. Also vielleicht kennen Sie das auch selber auch, jetzt aus der Alltagserfahrung. Man schaut Fernsehnachrichten, man öffnet 'ne Nachrichtenwebsite und denkt sich: „Oh Gott, bitte nicht schon wieder, Corona oder Flüchtlinge oder Verschwörungstheorien oder US-Wahlkampf." Und das ist so 'n Phänomen, mit dem ich mich momentan auseinandersetze. Wir nennen das Ganze Themenverdrossenheit. Ich beschäftige mich deswegen damit, weil, so verdrossene Menschen irgendwann dazu übergehen, sich mit diesem Nachrichtenthema nicht mehr auseinanderzusetzen. Und, wenn man sich jetzt mal vor Augen ruft, dass sozusagen 'ne informierte Bürgerschaft eigentlich die Basis einer Demokratie ist, dann haben wir hier natürlich 'n Problem, über das ich, wie ich denke, wir mehr wissen sollten. Okay, ja, sehe ich genauso. Jetzt werden uns solche Inhalte ja auch als Studierende vermittelt. Was wäre denn so eine Sache in der Lehre, was Sie den Studierenden immer so mitgeben? Vielleicht auch nicht unbedingt thematisch, sondern so vielleicht so Grundsätze oder sowas. Grundsätze, okay. Also klar, jetzt hätte ich natürlich erst mal gesagt, zum einerseits das fachliche Wissen, was sie dann hoffentlich brauchen, ne, später, in ihrem Berufsleben. Was versuche ich sonst meinen Studierenden mitzugeben? Für mich ist es wichtig, ihnen auch den Spaß, an, ich sage jetzt mal, kreativen Problemlösen mitzugeben. Also wenn sie später vielleicht in einem Unternehmen arbeiten, vor einer bestimmten Herausforderung stehen oder für das Unternehmen Probleme lösen müssen, dass man dann erst mal nicht denkt: „Oh Gott, das klappt ja alles nicht", und nur die Hürden sieht, sondern sagt: „Ey, cool, ich kann mich jetzt darum kümmern, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt eigentlich, um da bestmöglich zu einer Lösung zu kommen?" Und ja, das versuche ich meinen Studierenden auch mit zu vermitteln. Vielleicht noch mal so persönlich zu Ihnen selbst. Gibt es denn noch Ziele, die Sie sich sowohl als Dozentin, vielleicht als auch Privatperson so ein bisschen gesetzt haben? Gibt es irgendwas, was Sie im Leben noch erreichen möchten unbedingt?
Ähm, klar, gibt's da Sachen. Also zum einen in der Forschung möchte ich jetzt meine Habilitation fertigstellen, nicht nur feststellen, sondern fertigstellen. Das ist so ein Ziel. Zum anderen im Bereich der Forschung. Ich hatte jetzt gerade die Möglichkeit und auch das große Glück, eine Forschungskooperation mit KollegInnen aus Pakistan und Indonesien durchzuführen. Und ich habe unglaublich viel über Mediensysteme, Mediennutzung, Medienbewertung in diesen Ländern gelernt und das hat sozusagen ja auch mein Wissen total bereichert und deswegen würde ich zukünftig gerne noch weitere solche Forschungskooperationen anstoßen, insbesondere mit KollegInnen aus den Ländern des sogenannten Global South, die im internationalen Wissenschaftsdiskurs tatsächlich oft noch gar nicht so stark vertreten sind. Möchten Sie auch in die Länder vielleicht mal reisen dann? Oder geht es eher um die Zusammenarbeit? Also gerne würde ich auch in die Länder reisen. Ich hoffe, dass das irgendwann wieder möglich ist. Wir haben ja auch eine enge Kooperation hier im Institut mit unserer Partneruni in Indonesien. Da sind auch Besuche vorgesehen. Momentan geht das natürlich leider nicht. Aber irgendwann hoffe ich ja, dass der Spuk wieder vorbei ist und man dann auch wieder reisen kann. Dann gibt es vielleicht noch ein Buch oder ein Film oder irgendwas, was Ihnen so medientechnisch vielleicht einfällt, was Ihnen besonders gefällt oder was Sie vielleicht auch den Studierenden mitgeben würden? Okay, muss ich mal überlegen. Ähm, ja, spontan fällt mir da jetzt ein Buch ein, beziehungsweise eigentlich ist es eine Trilogie. Die Trilogie selber heißt die Trisolaris-Trilogie und insbesondere das erste Buch nennt sich Die drei Sonnen. Was ich daran unglaublich faszinierend finde, es ist also ein Science-Fiction-Buch, das sich damit befasst, wie die Menschheit auf eine Bedrohung reagiert, die aber erst in vielen, vielen Jahren auf sie zukommen wird. Und das finde ich vor dem Hintergrund sozusagen der aktuellen Weltpolitik, Stichwort Klimawandel, der jetzt auch noch nicht so spürbar ist, im Vergleich mit dem, was da eventuell noch kommen wird, sehr, sehr faszinierend, sich mal mit diesem Buch auseinanderzusetzen. Kann ich empfehlen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal und folg uns auf unseren Social Media Kanälen.